Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, ich lade euch ein zu einer weiteren Folge meiner imaginären Serie der Kobi Classics. Wir sprechen heute über ein Set aus 2015, nämlich der 2454, den Cromwell, den A27M Cromwell Mark VII. Ich habe euch schon einen Cromwell vorgestellt, da oben steht er, der 2269, das war ein Mark II, hier ein Mark VII, aktuell alt. Was beide gemeinsam haben, ist der Name Cromwell und darüber freue ich mich heute, euch besonders Fakten zu erzählen, nicht über das Fahrzeug, sondern über den Namensgeber. Das Set habe ich mal wieder gebraucht erstanden und hatte auch wieder das Glück, dass wir hier beide Bauabschnittstüten sortiert bekommen haben. Ich lade euch jetzt ein auf meinen Bautisch, dann schauen wir uns nämlich trotzdem Kartondetails, Fakten und diese Tüten genauer an. Also Freunde, steigt ein in euren Panzer und dann sehen wir uns auf meinen Bautisch. Ja, Freunde, da haben wir die Anleitung schon mal auf dem Bautisch liegen, aber ich habe euch ja versprochen, wir schauen uns hier auf jeden Fall einmal die Karton vor der und Rückseite digital an vom Kobi Set 2454 aus 2015. Es muss so um die 20 € gekostet haben. Leider habe ich keine Preisinformationen gefunden. Wenn ihr eine habt, schreibt mir das bitte gerne einmal unten in die Kommentare. Und die Fakten bekommt ihr gleich sowieso noch einmal bei den Infokarten. Das Set ist aus der Small Army Serie World War II und ab 6 Jahren. Und was ich euch noch sagen kann, ist, dass wir hier ein Set haben der polnischen Exilarmee, der 1. polnischen Panzerdivision. Das erkennen wir auch hier an den Prints, nämlich hier der Winged Hussars, diesen Flügel mit dem Rad. Wir schauen uns mal an. Wir haben Bautüte 2, wir haben Bautüte 1. Die Steine sind wahrscheinlich ja, ihrem Alter entsprechend, wobei ich wirklich bis jetzt immer Glück hatte, dass diese Kobi-Sets oft nur einmal aufgebaut waren, auch diese hier, und somit die Steinequalität wirklich über die Jahre, ich meine es sind jetzt Stand 2023, 8 Jahre, kaum gelitten haben. Aber genau sagen kann ich es euch nicht, das sehen wir erst beim Bauen. Die Anleitung ist DIN A4, Klammer gebunden, hat etwas gelitten. Wir sehen hier unsere 2 Minifiguren, da freue ich mich drauf, und unseren Cromwell. Hier sehen wir Tüte 1, die haben wir. Das ist diese hier, schön sortiert. Wir fangen an loszubauen. Der erste Schritt ist farblich. Wir haben hier auch 3 Plates. Der zweite Schritt ist das, was wir bauen, farblich, und Pfeile weisen uns den Weg. Und in diesen Rechtecken sehen wir immer, was wir an Steinchen brauchen. Und hier sehen wir auch da, dass wir Steine haben mit Prints, den ich euch gerade gesagt habe. Kobi-Anleitungen haben keine Seitenzahlen, nur diese Bauschritte. Und fertig sind wir dann, wenn wir an den Bauschritt 49 mit der Tüte 2 angelangt sind und unseren Turm auf das Chassis verheiraten. Bei aktuellen Anleitungen von Kobi hätten wir jetzt hier eine Teileübersicht, haben wir nicht. Hier haben wir nur tolle Werbung, schaut es euch mal an. Ein paar Fahrzeuge davon werde ich euch noch vorstellen, beziehungsweise diesen hier, meine ich, habe ich euch schon vorgestellt. Guckt mal bitte einfach auf der Playlist, auf dem i, hier irgendwo seht ihr sie. Da findet ihr alle Kobi-Sets, die ich euch vorgestellt habe. Ja, aber jetzt Freunde, mir viel Spaß auf jeden Fall beim Klemmen, euch beim Zuschauen und vor allen Dingen wünsche ich euch viel Spaß bei den Fakten über Herrn Cromwell, den Namensgeber dieses Fahrzeuges. Speedbildzeit ist Faktenzeit, und da ich euch schon mal mit der 2269 von Kobi einen Cromwell Panzer vorgestellt habe, sprechen wir doch heute endlich mal, und ich habe es euch gesagt, über das historische Vorbild bzw. den historischen Namengeber, nämlich den Lord Protector Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, gelebt von 1599 bis 1658, war eine der herausragenden Figuren in der englischen Geschichte des 17. Jahrhunderts. Er spielte eine entscheidende Rolle im Bürgerkrieg und in den politischen Umwälzungen, die zur Abschaffung der Monarchie führten. Cromwell wurde am 25. April 1599 in Huntingdon, England, geboren und entstammte einer angesehenen Familie des Landadels. Der englische Bürgerkrieg, der von 1642 bis 1651 dauerte, war eine der prägenden Erfahrungen in Cromwells Leben. Er kämpfte auf der Seite des Parlaments gegen die Royalisten, die die Sache von König Charles I. unterstützten.
Cromwell zeichnete sich durch seine militärischen Geschicke aus und spielte eine entscheidende Rolle bei der Gründung und Führung der New Model Army. Diese hochdisziplinierte Truppe war ein Wendepunkt im Konflikt und trug maßgeblich zum Sieg des Parlaments bei. Ein einschneidendes Ergebnis war die Hinrichtung von König Charles I. im Jahr 1649. Cromwell selbst war anwesend, als das Urteil vollstreckt wurde. Dieser Akt markierte den Beginn einer Republik in England, die als Commonwealth bekannt wurde. Cromwell wurde im Dezember 1653 zum Lord Protector von England, Schottland und Irland ernannt. Dies war eine de facto Diktatur, die bis zu seinem Tod im Jahr 1658 anhielt. Cromwell verfolgte eine Politik der Religionsfreiheit und schützte religiöse Minderheiten, darunter Quäker und Juden. Gleichzeitig verfolgte er jedoch Katholiken und Anglikaner, die als Bedrohung für die Republik angesehen wurden. Seine Regierungszeit war von umstrittenen Maßnahmen geprägt, einschließlich der Unterdrückung der irischen Bevölkerung nach dem Cromwellschen Feldzug in Irland, bei dem Tausende ums Leben kamen. Unter Cromwells Führung eroberte und annektierte England zahlreiche Kolonien, darunter Jamaika und Teile von Nordamerika. Diese Expansion hatte weitreichende Auswirkungen auf die englische Kolonialpolitik. Oliver Cromwell starb am 3. September 1658 und wurde in der Westminster Abbey beigesetzt. Sein Tod führte zu politischem Chaos und die Monarchie wurde 1660 mit der Restauration von König Charles II. Wiederhergestellt. Cromwells Erbe ist bis heute umstritten. Einige betrachten ihn als Helden, der die Tyrannei des Königtums gestürzt hatte, während andere ihn für seine repressiven Maßnahmen und seine Diktatur verurteilen. Die Zeit von Oliver Cromwell als Lord Protector und seine Rolle in der englischen Geschichte haben bis heute Auswirkungen auf die politische Landschaft Großbritanniens. Seine Lebensgeschichte und seine Taten sind immer noch Gegenstand intensiver historischer Debatten und bieten Einblicke in die komplexen politischen Entwicklungen und das moralische Dilemmata des 17. Jahrhunderts in England. Ja, Freunde, das waren die Fakten über Cromwell. Ich kann euch dazu einen tollen Historienschinken ans Herz legen, nämlich den Film von 1970, Cromwell, Krieg dem König, mit Sir Alec Guinness, den wir alle kennen als Obi-Wan Kenobi, und Richard Harris macht auch mit, der hat einmal Dumbledore gespielt. Ja, Freunde, das waren die Fakten bis hierhin und ich muss wirklich sagen, ich finde sie super interessant, diese Geschichte über Cromwell, eine Epoche in der Geschichte von Großbritannien, die man nicht so auf den Schirm hat als Kontinentaleuropäer. Und ich würde euch wirklich ans Herz legen, schaut mal im Netz, schaut mal in Büchern, diese Geschichte des Bürgerkrieges und die Diktatur unter den Lord Protector ist wirklich interessant. Ja, aber das waren jetzt meine 5 Cents zum Cromwell, zu Oliver Cromwell, und Infos zu diesem Panzer gibt es gleich nochmal nach diesem Review, was jetzt folgt, bei den Detailbildern. Also Freunde, es gibt heute wieder doppelt auf die Ohren. Bleibt gespannt, aber jetzt viel Spaß beim Review des Kobi-Sets 2454. Nach 46 Minuten ist er fertig. Unser Cromwell, unser A27M Mark 7. 46 Minuten, die natürlich abweichen. Wenn ihr das Set im Original habt, dann müsst ihr natürlich Karton aufmachen und Folien zerreißen und sortieren und bipapo. Das wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Vorab kann ich sagen, Freunde, dieses Set, die 2454, gefällt mir überhaupt nicht. Es hat ein, zwei Punkte, die mir richtig gefallen. Ich habe euch gesagt, oder schon öfter in den Videos, ich bin Kobi-Sammler und ich möchte, wenn es geht, euch alles, was Kobi mal gemacht hat, vorstellen. Da gehören dann auch solche Sets dazu. Es ist aus 2015, vielleicht ist es ja daran geschuldet, dass man damals noch nicht die Teile hatte und vor allen Dingen auch noch nicht die Expertise. Daher ist das okay, aber ich finde zum Beispiel die 2269, den Cromwell, den in 1:35 viel, viel schöner. Video findet ihr da oben auf dem i in meiner Kobi-Playlist. Das Set hat aber auch seine Vorteile. Also Anleitung gibt es unter dem Video, falls ihr es nachbauen wollt. Ich glaube nicht, aber wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Schauen wir uns mal das Set an und es hat natürlich ein paar Vorteile, denn es hat Prints. Es hat tolle Prints. Es hat da vorne nämlich hier Prints der 1. polnischen Panzerdivision, die ja bei den Briten mitgekämpft hat. Und daher sind diese Zeichen schon ganz cool. Diese Winged Hussars, das A, die Nummer mit dem Dreieck und wir haben auch noch einen super tollen Print, nämlich hier hinten das gleiche nochmal, die 45,
die Winged Hussars, die Fahrzeugnummer und das Dreieck. Und wir haben tolle Figuren. Und die Figurski heißen sie auf Polnisch, so, die Figuren gefallen mir richtig gut. Gerade weil wir hier diesen typischen britischen Helm haben. Wir haben die Tommy Gun, wir haben halt hier diesen Gurt. Und er guckt so ein bisschen breit grinsend über beide Wangen. Richtig cool. Ja, die Tommy Gun, braune Uniform, schwarze Schuhe und den coolen Helm. Ich habe leider keine Bilder in groß, das ist bei diesen älteren Sets bei Kobi immer schwierig, aber ihr bekommt nachher noch Figurbilder in Detail, en Detail bei den Detailfotos. Wir haben hier das Dienstglas, wir haben halt hier so eine schöne Khaki-Uniform mit grünen Schal, der Herr guckt ganz entspannt, er hat eine Pistole, schwarzes Barett und er hat hier den Poland-Aufnäher auf dem Ärmel, eine richtig coole Minifigur. Das kann man sagen, gefällt mir bei dem Set richtig gut, die Prints und die Minifiguren. Sonst, und das ist es, gefällt es mir überhaupt nicht, weil wir haben halt hier so einen, ja, breiten, langen Schuh. Wir haben halt ein viel zu großes Rad hier vorne, finde ich im Vergleich zu da hinten, auch wenn es die Größe gleich ist, nur dieses Zahnrad wirkt halt, dadurch wirkt es die Kette kleiner. Die Abstände finde ich nicht so gut. Schön natürlich hier viele Hinges, aber auch darunter, es wirkt halt einfach hier vorne so schmal und hier dann hier unten dieser dicke schwarze Kasten, so wie wir es kennen, Kobis Panzer aus der alten Zeit. Der kleine Turm und diese Dreiecksform und das hat Kobi einfach, finde ich, nicht so gut hinbekommen. Es wirkt hier eher wie so ein Zwischenkriegspanzer, wie so ein, ja, wie als wenn der Erste Weltkrieg noch weitergegangen hätte, irgendwie so Steampunk-mäßig. Mir gefällt es nicht. Cool natürlich hier, dass wir die Luke haben, die wir aufmachen können. Da können wir auch eine Figur reinpacken. Ups, da geht sie mir ab. So, da die Luke. So, da die Luke. Hier oben natürlich die Luke. Wir haben hier per Hinge gelöst. Können wir in den Motorraum gucken, wenn man Fingernägel hat. So, da kann man da reinschauen mit diesem Formteil. Wir haben Spitzhacke und Schaufel und wir haben hier auch so einen Scheinwerfer und eine Antenne. Und was ich ganz lustig finde, damals hat Kobi noch so komische Gumminöpsel reingepackt für Maschinengewehre. Das kannte ich so nicht. Wenn man aber mal schaut auf der Anleitung, da sieht man das auch. Da hat man auch dieses Teil mit dem Loch, also auch so einen Hose heißt es, glaube ich, bei Lego, also Schlauch. Das ist ziemlich lustig. Also es sieht ein bisschen authentischer aus, aber es wobbelt hier auch ein bisschen drin rum. Also das ist halt ein leicht Gummi, halt so ein Schlauch. Ich zeige es euch nochmal von allen Seiten. Also hier, wie gesagt, ich finde diese Diskrepanz dazu, das sieht einfach nicht aus. Wir haben halt diese typische, ja, britische Schürzenform. Von hinten halt auch ganz gerade. Kann sein, dass das historisch so ist, aber mit dieser schwarzen Kante hier, das gefällt mir nicht. Und hier auch nochmal per Hinge Schutzbleche. Sandsäcke, das ist ganz cool. Auch schön, dass wir hier mit so Jumpers, beziehungsweise es sieht halt nach Jumper aus. Diese typische Kobi-Versatzbauweise, das gefällt mir auch. Auch, dass wir hier Slopes haben. Aber die Gesamtkomposition und auch der Turm viel zu einfach gehalten, das gefällt mir nicht. Vorne C-Claims, ja. Also auch ein Sammler kauft sich Sachen oder tauscht Sachen, die er eigentlich optisch nicht gut findet, aber sie gehören dazu. Und ich möchte euch ja hier die Entwicklung von Kobi zeigen. Und ihr seht es vielleicht jetzt hier gerade am Review, es ist die Besprechung. Hier ist relativ kurz, aber mir fällt nicht viel ein, außer dass es mir nicht gefällt. Auch hier vorne haben wir noch vielleicht die Leuchten an diesen Schildhaltern. Bei dem Dänen würde man Schildhalter sagen. Also ja, vielleicht noch ein Rolltest. Das geht auch nicht so gut, obwohl er relativ, ja, breite Ketten hat. Aber es ist vielleicht einfach ein 2015er Set von Kobi. Mehr kann ich da vielleicht nicht sagen. Außer, dass ihr euch jetzt nochmal selber ein Bild machen könnt bei den Detailfotos. Freunde, da gibt es auch nochmal Fakten und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr nochmal ein paar Detailbilder, um euch selber einen Eindruck vom Set zu verschaffen. Aber ihr bekommt auch noch einmal Fakten und ich möchte mit euch über die 1. Panzerdivision Polen sprechen. Auch bekannt als die 1. Dywizja Pancerna. Diese war während des Zweiten Weltkriegs eine militärische Einheit. Ihre Gründung erfolgte im Jahr 1942 in Schottland und sie bestand aus 16.000 Soldaten. Diese Division war ein integraler Bestandteil der polnischen Streitkräfte im Exil.
die von der polnischen Exilregierung im Westen unterstützt wurde. General Stanisław Maczek hatte das Kommando über diese Truppe, während General Klemens Rudnicki sie schließlich bis zur Demobilisierung leitete. Am 25. Februar 1942 erging der Befehl zur Aufstellung dieser Division durch General Władysław Sikorski. Anfangs war ihre Hauptaufgabe die Sicherung eines 200 Kilometer langen Küstenabschnitts in Ostschottland. Diese Division verfügte über eine beeindruckende Struktur, darunter 885 Offiziere, 15.210 Unteroffiziere und Mannschaften, 381 Panzer, 473 Geschütze sowie 5.600 motorisierte Fahrzeuge. Ende Juli 1944 erfolgte die Verlegung in die Normandie, wo die 1. Panzerdivision der 1. kanadischen Armee unterstellt wurde. Ihr erster Einsatz fand am 8. August 1944 während der Operation Totalize statt. In der dramatischen Kesselschlacht von Falaise, die am 19. und 20. August 1944 gegen die 2. SS-Panzerdivision und die 9. SS-Panzerdivision stattfand, leistete sie heldenhaften Widerstand auf den Mont Ormel, der berühmte Hügel 262, und trug maßgeblich dazu bei, den Kessel zu schließen. Zwischen dem 10. und 17. September 1944 befreite diese Division gemeinsam mit belgischen Widerstandskämpfern die Stadt Gent. Am 27. September erhielt sie den Befehl, die niederländische Stadt Breda zu erobern, was nach 2 Tagen intensiver Kämpfe ohne Verluste bei der Zivilbevölkerung erfolgreich war. Als Anerkennung für ihre Tapferkeit wurden die Soldaten zu Ehrenbürger von Breda ernannt. Später nahm die Division an der bedeutenden Schlacht an der Scheldemündung teil. Im April 1945 befreite sie das Frauenlager in Oberlangen in Emsland, wo über 1700 Frauen aus dem Warschauer Aufstand gefangen gehalten wurden. Ihr nächstes Ziel war die Eroberung von Wilhelmshaven, jedoch ergaben sich die deutschen Einheiten am 6. Mai 1945 kampflos. Am Tag darauf begann die polnische Besatzung der Stadt. In den nächsten beiden Jahren fungierten die Einheiten der 1. polnischen Panzerdivision als Besatzer im nordwestdeutschen Raum und bildeten zusammen mit der 1. polnischen Fallschirmjägerbrigade das 1. polnische Korps. Im Juli 1947 wurde die Division nach England verlegt und demobilisiert. Die Mehrheit der Soldaten entschied sich, nicht in das kommunistische Polen zurückzukehren, sondern blieb im Exil. Dies stellt ein beeindruckendes Kapitel in der Geschichte der polnischen Streitkräfte während des Zweiten Weltkriegs dar. Ja, Freunde, ich glaube, das waren die längsten Fakten, die ihr nochmal bei Detailbildern bekommen habt. Schreibt mir mal bitte eure Meinung dazu unten in die Kommentare. So, Freunde, aber jetzt schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, da ist das Video leider schon zu Ende. Es ging schneller, als der Blockstar Hallo Freunde sagen kann. Es gibt halt Sets, die findet man nicht schön. Das hier ist ein gutes Beispiel. Abstriche, Alter, alles gut. Ich habe 2 tolle Minifiguren und ich muss euch sagen, was die Kubi-Figuren angeht, da werde ich immer mehr zum Sammler. Ich finde sie immer cooler. Da komme ich irgendwie nicht drum herum. Da hat Kubi mich so ein bisschen jetzt in seinen Bann gefangen. Trotz allem, was man an diesen Minifiguren bemängeln kann, so ein bisschen so ein Sammler wie mich kickt es dann schon, die ein oder andere Figur zu haben, die nur in dem einen oder anderen Set ist. Von daher bin ich froh, dieses Set zu haben. Und generell gab es dafür ja auch, weil mir das Set so nicht gefällt, nochmal einen Nachschlag bei den Fakten hinten, bei den Detailbildern eben gerade. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Die 2269 finde ich den viel besseren Cromwell. Das Set geht in mein Regal, in die Sammlung, das auch. Ich habe 2 Cromwells, ich bin glücklich. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare zum Video, zum Set, generell zu dieser Themenreihe Kubi Classics. Welches alte Kubi-Set möchtet ihr hier noch sehen? Lasst es mich wissen, einfach unten in die Kommentare schreiben. Und ja, bei einem Fahrzeug wie einem Panzer sage ich immer, gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.